Ja, ich war schon deutschsprachige russische Schriftsteller, jüdische Schriftsteller mit russischen Wurzeln, alles Mögliche. Man kann so eine riesige Mappe machen. Mein Name ist Wladimir Kaminer, ich bin beruflich deutscher Schriftsteller. Privat bin ich ein Jude aus der Sowjetunion mit ukrainischen Wurzeln. Ich bin 1967 in Moskau auf die Welt gekommen, in der Hauptstadt des sowjetischen Imperiums, der Sowjetunion. Und dieses Imperium hat mich sozialisiert, hat mich auch geprägt. Wir sind sehr früh, wurden wir in ein Kollektiv abgegeben. Im Kindergarten, ich glaube ab 6 Monate musste die Mama schon wieder zur Arbeit gehen. Es gab ja keine Arbeitslosigkeit in der Sowjetunion. Im Gegenteil, das wurde strafrechtlich verfolgt. Wenn jemand länger als 2 Monate ohne Arbeit war, dann konnte er im Knast landen, wegen Schmarotzertum, so glaube ich hieß es. Und die Kinder wurden sehr früh abgegeben, zuerst in den Kindergarten, dann eben die Schule mit der Gruppe des verlängerten Tages. Das heißt, dass man erst nach 18 Uhr überhaupt zu Hause ankam. So, das war ein sehr spannendes Leben. Man lernte soziale Kommunikation. Also mit Menschen zu kommunizieren, die anders sind als du. Und meine Geschichte war, ich war ein Jude. Das war etwas Besonderes in der Sowjetunion. In der Tat. Die Sowjets hielten das nicht für eine Religion, sondern für eine Nationalität. Das heißt, es stand in deiner Geburtsurkunde, gleich nach deinem Namen, also mit großen Buchstaben. Ich erinnere mich sogar, ich weiß jetzt nicht aus welchem Anlass, hat uns in der Schule, bereits in der Grundschule, die Lehrerin aufgefordert, wir sollten unsere Geburtsurkunden mitbringen zum Unterricht. Ja klar, aus welchem Anlass ist klar. Um zu zeigen, wie groß unser Land ist, da gibt es solche und solche. Und meine Geburtsurkunde hat groß für Aufsehen gesorgt, weil das war doch aus der Sicht der anderen etwas sehr Exotisches. Die anderen Nationalitäten konntest du doch irgendwo verankern in dieser Sowjetunion. Armenier in Armenien, Moldawier in Moldawien, aber Jude, wo kommt er her? Von welchem Planeten ist er zu uns geflogen? Das war natürlich etwas ganz Besonderes. Und ein Schulkamerad, ein schlechter Mensch aus meiner Sicht, hat mir diese Geburtsurkunde gestohlen und ist damit durch die Schule gelaufen und geschrien, Kaminer ist ein Jude. Genau. Man kann das als meine erste Begegnung mit Antisemitismus bezeichnen. Ehrlich gesagt gefiel es mir. Heimat ist langweilig. Heimat ist ein Ort, wo man auf die Welt gekommen ist und man soll sie schon lieben, ja, also diese Heimat. Heimat ist wie Mama. Ja? Man liebt ja Mama nicht für irgendwelche besonderen Eigenschaften, dass sie sehr viele Gedichte auswendig kann oder sehr weit springen kann oder irgendwelche andere Qualitäten hat. Mama ist Mama und damit ist alles gesagt. Also egal wie sie ist, man hat sie zu lieben, zu ehren. Man muss aber nicht bei Mama oder in der Heimat eben ein Leben lang verbringen. Weil dann ist das ja auch komisch, wenn jemand mit 40 noch bei Mama wohnt, dann sagen die Nachbarn, bei dem stimmt was nicht. Also deswegen muss man so schnell wie möglich die Heimat verlassen. Man ist ja schon ein Leben lang auf der Suche nach Identität. Die Menschen sind zwar grundverschieden in ihrem Inneren voneinander, unterscheiden sie sich sehr stark, aber nach außen hin sind sie alle gleich. Deswegen muss man sich groß anstrengen, um eine Identität zusammenzubasteln. Und wir hatten dieses Jüdischsein, es war schon immer nicht ganz dazugehören, nicht ganz von dieser Welt. Man lernte auf Abstand zu leben, zu der Gesellschaft, das ist auch ein vernünftiger kritischer Blick, zu
auch zu deinen Freunden. Also. Aber mein Vater zum Beispiel hatte Probleme mit seinem Jüdischsein. Er wollte in die Partei und wurde nicht genommen. Er ging mit diesen Menschen, also er wollte Karriere machen. Und Karriere konntest du nur machen, wenn du Mitglied der Kommunistischen Partei warst. Und er in seinem Betrieb ging mit dem Direktor, mit dem Parteisekretär der Zelle, ja, in die Sauna. Er trank literweise Wodka mit denen. Sie nannten meinen Vater Moisejewitsch. Er war Viktor Moisejewitsch und Moisejewitsch. Und er wollte in die Partei. Und sie haben ihm alle gesagt, Moisejewitsch, du bist unser Freund. Aber du bist ein Jude. Und du kannst, rein theoretisch, nach Israel auswandern. Stell dir vor, wie unsere Parteizelle dann hier steht. Dann machen sie uns hier die Klappe zu. Und mein Vater sagte, aber ich möchte doch niemals, ich würde doch niemals nach Israel auswandern. Ja, natürlich wirst du nicht. Aber was ist, wenn doch? Also haben sie ihn, der hat 3-mal, 4-mal es versucht und wurde nicht genommen in die Partei. Und ich bin als junger Mann auf der Suche nach meiner Identität mit Freunden zu der Synagoge gegangen. Das war auch eine Provokation. Da standen sehr viele Menschen vor der Synagoge. Ich glaube, das war eine Zeit lang, 80er. 80er? Ja, Anfang 80er. Der einzige Ort, wo der Staat Demos erlaubte, also zumindest nicht zusammenschlug. Damals, Anfang 80er. Da standen Menschen mit Transparenten, mit Plakaten, lässt uns raus nach Israel. Und ich war mit meinen Freunden auch dabei, es war sehr lustig. Wir wollten nicht, also ich wollte nicht nach Israel, aber ich wollte da sein, um einfach etwas gegen diesen Staat zu unternehmen. So waren wir drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das alles nie gefallen. Also von Anfang an, so im Kindergarten. Ich fand das alles, es war nicht meine Welt. Es war einfach nicht meine Welt. Ich wollte schon im Kindergarten, wollte ich raus. Wir haben sogar gegraben unterm Zaun. Aber das war ja so eine geschlossene Gesellschaft, diese Sowjetunion. Du konntest nicht raus. Natürlich wollen die Menschen normalerweise, davon gehe ich aus, immer das, was sie nicht können. Und wir durften nicht raus, deswegen wollten sehr viele raus. Das war super cool. Es gibt so 2 Sorten von Juden. Es gibt so Möchtegern-Juden, die unbedingt jüdisch leben wollen und 100 Regeln verfolgen und alles und trotzdem irgendwie das nicht. Und andere, die einfach, weil sie eben 100%ige Juden sind, auch wenn sie gar nichts tun, ganz egal, also sie können Kopf stehen, trotzdem sind das Juden. Und für mich heißt dieses Jüdischsein eben, nirgendwohin zu gehören. Wie gesagt, ich habe dieses Anderssein verkörpert. Lustigerweise waren auch die ersten Dokumente, die wir in Deutschland bekommen haben, hießen sie Fremdenpass, Alien Pass stand auf Englisch drauf, weil Alien Fremde bedeutet auf Deutsch. Und das war natürlich, damit haben wir angegeben, wir sind die Aliens hier, uns geht nichts an. Also alle Juden hatten Aliens-Pässe. Ich find das eine sehr schöne Geste. Und das ist für mich die Tradition, diese Bestrebung nach Freiheit, nach Unabhängigkeit, Bestrebung danach, nicht zu niemandem gehören, selbst sein Chef sein. Das bedeutet für mich jüdisch sein. Na, ich habe schon immer gerne Geschichten erzählt. Ich habe bereits im Kindergarten Geschichten erzählt. Irgendwelche Filme habe ich mir ausgedacht, die ich nie gesehen habe. Und dafür haben meine Kameraden mein Grießbrei aufgegessen, das ich nicht mochte. Das war ein Deal. Und später habe ich immer weiter erzählt. In der Armee zum Beispiel, ich war in der Armee, 86, 88. Da habe ich mich als Wahrsager versucht. Ich habe festgestellt, man kann eigentlich den Menschen ihre Zukunft anhand
ihres Gesichts schon also ziemlich treffend erzählen. Aber ich habe so getan, als hätte ich dann die Hand dafür gebraucht. Also. Und habe als Wahrsager eben Geschichten erzählt. In Deutschland wurde ich eingeladen. Man muss sagen, dass Ostberlin 1990 ein sehr spannender Ort war. In jeder Kneipe, jeder Club war gleich dann ein Treff, ein Ort, an dem sich Menschen austauschten, mit einem Kulturprogramm. Es wurden überall irgendwelche Diskussionen geführt, Filme gezeigt. Fantastische Zeit. Und ich wurde als Russe oder mal auch als Jude, ich hörte auf jeden Namen, eingeladen mit Vorträgen zu verschiedenen Themen. Und da merkte ich, ich soll eigentlich aufschreiben, weil sonst bringe ich alles durcheinander. Außerdem ist dieses Aufschreiben auch eine Art Erleichterung. Also das aufgeschrieben, weg. Es bleibt dann für die Ewigkeit so. Im Grunde genommen, meiner Meinung nach, produzieren die Menschen Geschichten. Alles andere ist Staub und Rauch. Wir leben in einer sehr unbeständigen Welt. Also diese Häuser werden alle zu Staub, weiß nicht, Menschen sterben, ohne zu wissen, wann und wieso. Ein paar Jahre später erinnert sich keiner Sau, was das für Menschen waren. Das Einzige, was wirklich bleibt, sind diese Geschichten. Die Geschichten, vorausgesetzt, sie sind spannend, interessant erzählt, damit die nächsten Generationen auch Lust haben, sich mit diesen Geschichten zu beschäftigen. Aber für mich ist das, was für Bienen Honig ist für Menschen die Geschichten. Das können sie produzieren. Nicht alle und nicht jeden Tag, aber das können sie. Und der Wert eines Menschen ist für mich die Anzahl der Geschichten, die er mit sich trägt. Bücher sind für mich nicht so wichtig. Bücher sind eine Visitenkarte, damit die Menschen mich kennenlernen, damit wir ins Gespräch kommen. Ich bin sehr interessiert an der Fortsetzung des Gesprächs. Ich würde sagen, es ist sehr wichtig, auf niemanden zu hören, nur das tun, was einem wirklich liegt und keine Vorbilder schaffen, ja genau. Und diese ganze Geschichte, die einem dann aufgebrummt wird, die Verantwortung, wir sind allein nur vor Gott und unserer Familie verantwortlich, von niemandem sonst. Alle diese Staaten, die können alle schlecht.